Mein liebe Lüt, es geht mal wieder los, diesmal mal nicht mit dem Wohnmobil, diesmal bin ich mal wieder mit dem Flugzeug unterwegs. Und da im Hintergrund seht ihr mein erstes Ziel. Otwierania schowków, ponieważ znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Pokażemy teraz Państwu, jak zapiąć i odpiąć pasy bezpieczeństwa. Automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas chwycić najbliższą maskę, pociągnąć do siebie i zakryć nią usta i nos. Pasażerowie podróżujący z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Ladies and gentlemen, on behalf of LOT Polish Airlines, the alliance and our partner airlines, I'd like to welcome you to Warsaw. The local time is 11 minutes past 8. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has the complete stop and the fasten seatbelt sign will be switched off. Please check that you haven't left any personal belongings on board before you leave the plane. Dzień dobry Pani, dzień dobry Panu. Ich bin in Warschau, aber habt ihr euch vielleicht schon gedacht, das ist nur ein Zwischenstopp? Hab jetzt Business Class aktuell. Da fragte ich auch, wieso hat der Kerl schon wieder Business Class? Das liegt einfach an der langen Corona-Zeit. Ich habe also auch lange vorher schon angefangen, Bonusmeilen anzusammeln, auch über solche Systeme wie Payback. Und jetzt drohten zum 31.12. meine gesammelten Meilen zu verfallen. Und deswegen habe ich mir gesagt, wir machen jetzt mal einen schönen Prämienflug. Und jetzt kommt mein eigentliches Ziel nach Los Angeles. Und zwar fliege ich dieses Mal mit LOT. Das war halt einfach so vom Buchungslot her bei der Lufthansa, bei den Prämienflügen A, relativ günstig und B, auch die einzige Verfügbarkeit, weil aktuell sind die Verfügbarkeiten wirklich schlecht bei Lufthansa. Und bei der Gelegenheit werde ich jetzt also nicht nur dann einmal LOT ausprobieren als Fluggesellschaft, sondern ich habe sogar auch noch ein Flugzeug, das ich noch nie geflogen habe, nämlich den Dreamliner. Und auch dort kann ich für euch jetzt die Business Class von LOT testen. Auf dem Rückflug von LA könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wird natürlich auf dem Kanal noch ein bisschen dauern. Habe ich dann aber eine Lufthansa-Maschine, da fliege ich dann Los Angeles, München. Und bei dem Flug werde ich mir dann einen A350 in der Business Class angucken können. Dann von Lufthansa betrieben. Auf den Dreamliner bin ich tatsächlich schon gespannt. Da wollte ich schon lange mal mitfliegen. Das ist jetzt die kleine Lounge nach der Sicherheitskontrolle für Non-Schengen. Oh, ich freue mich auf meinen Kaffee. Und das ist die kleine Auswahl, die ich mir geholt habe. Dreamliner. Und mit dem Ding geht es jetzt hier einmal über den Teich. Ich habe hier noch ein bisschen schwitzen dürfen, weil meine ESTA-Anmeldung irgendwie nicht übergekommen ist. Wie sich nachher herausgestellt hat, lag das einfach daran, dass bei irgendeiner Datenübertragung zwischen Lufthansa und LOT meine Passnummer um ein Zeichen verkürzt war. Damit ließ sich das dann der ESTA nicht zuordnen. Und das hat dann noch mal ein bisschen Aufregung gegeben. Aber hat sich alles aufgeklärt. Angekommen in Dreamliner. So, das ist also die Business Class im Dreamliner 787 Boeing. Also Platz ohne Ende. Das ist also wirklich fantastisch. Hier vorne haben wir die Ablage, Monitor, Slipper und wir können hier nachher auch komplett das Ganze zum Bett runterfahren. Das macht schon wirklich einen guten Eindruck hier. Und da der Dreamliner ja noch jung ist, ist auch diese Maschine generell, also die kann auch nicht sonderlich alt sein. Man kriegt komplettes Bettzeug schon gleich mit hingelegt. Hier drin, ja, das ist so ein kleines Amenity-Kit, fühlt sich nach Flugzeugsocken an. Zahnbürste. Kopfhörer scheinen da drüben noch eingeschweißt zu liegen und dann gucken wir mal. Die Vorspeise. Ich hätte auch die Wahlmöglichkeit gehabt, eine Zwiebelsuppe zu nehmen, aber das war mehr nach meinem Geschmack. Sieht doch sehr nett angerichtet aus hier. Erste Fehlkonstruktion im Dreamliner. Der gehört jetzt hier an diese Stelle.
Und er muss wegen der Steckerposition so rum rein, dass nicht geht, weil darüber die Armstütze ist. So rum geht er nicht rein, weil da ist ja einer Mono und einer Stereo. Eigentlich sind es 2 Monoleitungen, wenn ich das richtig weiß. Und das haut nicht hin. Hier haben wir denselben Stecker, genau dasselbe Problem, aber der ist hier oben flexibel genug. Aber deswegen hat er wahrscheinlich auch schon längst hier so seine Wackelkontakte entwickelt im Stecker. Jetzt ist er. So passt er jetzt rein. Ich hoffe, dass ich jetzt auch halbwegs vernünftigen Ton habe. Ich habe das jetzt mal ein bisschen in eine Richtung festgeklemmt. Aber das ist eine Fehlkonstruktion im Dreamliner. Und hier haben wir den Hauptgang. Schweinenacken. Sieht auch sehr lecker aus. Ich hatte eben ordentlich Vibrationen hier, also Turbulenzen. Und dabei ist dieses Messer hier, oder besser gesagt sein Vorgänger, dort reingewandert. Und es wird von nichts dort aufgehalten. Hier hat also dieses Tablett leider keine Kante, wo dann auch mal Sachen drauf hängen bleiben. Jetzt ist ein Messer da drin und ich habe ein neues gekriegt. Das sind die Blenden, mit denen man das Ganze hier verdunkeln kann. Aber ich stelle mir die Frage, da das Ganze ja irgendwie über eine LCD-Technik vermutlich gemacht wird, wie lange wird das funktionieren? Wird das auch noch an einer Maschine funktionieren, die dann 10 Jahre, 15 Jahre im Dienst ist? Die meisten haben sich jetzt schon schlafen gelegt. Ich habe jetzt gerade Doctor Strange, The Multiverse of Madness hinter mir. Guter Film, hat mir Spaß gemacht. Und ich werde mir jetzt, glaube ich, auch so allmählich mal mein Bettchen richten. Das wird ein richtiges Lie-Flat hier. Also, das kann man komplett runterfahren und trotz meines beschädigten Tisches, dadurch lässt sich die Schublade nicht mehr komplett einfalten, kann ich jetzt trotzdem das Bett in Liegeposition bringen. Also das ist Gott sei Dank davon nicht beeinträchtigt. Aber es ist echt eine komische Konstruktion, dass da also nicht mal irgendwo eine kleine Lippe da ist. Das kenne ich eigentlich von jedem Flugzeugtablett, dass man so eine kleine Kante hat, dass man nichts rüberschieben kann. Und in dem Fall fällt es dann auch noch gleich in den Mechanismus rein. Es ist übrigens passiert wegen der Vibration, als wir jetzt wirklich dann auch ein bisschen unruhigen Flug hatten. Also ich habe da gar nicht hingeguckt in dem Moment. Ich habe mein Tablett schon festhalten müssen, damit das nicht runterrutscht. Und dann ist bei der Gelegenheit dann halt auch das Messer losgerutscht. Da sieht man, da hätte eigentlich konstruktiv jemand dran denken sollen. Da unten ist schon Kanada auf der Grenze zu den United States. Das, liebe Leute, ist der Hoover Dam, Stausee. Wenn man da drüben rüber guckt, sieht man auch, wie stark der ausgetrocknet ist mittlerweile. Ich werde da auch noch mal rumfahren, das werden wir also auch noch mal vom Nahen sehen. Hier vorne im Vordergrund haben wir jetzt gerade schön den Hoover-Staudamm. Colorado. Und das hier ist Vegas. Vielleicht könnt ihr so gerade eben den Strip erkennen mit den Hotelbauten. Nachts dürfte das beeindruckender sein. Fast ein bisschen nach der Death Valley Region aus. Auch da will ich vorbeigucken. Das sind so die kleinen Tricks, die das Servicepersonal drauf hat. Auf der Toilette, auf einem
Interkontinentalflug, damit es auch immer noch auf der Toilette angenehm riecht. Ein Kaffeepad kann unheimlich viel überdecken. Service hier an Bord übrigens absolut einwandfrei, also da kann ich LOT echt nur loben. Haben ganz tolle Mitarbeiter hier, sehr aufmerksam. Essen ist gut, also bin ich echt zufrieden. Angekommen in LA. Bin jetzt Richtung San Bernardino unterwegs. Da habe ich meine erste Hotelübernachtung. Denn ich will morgen in die Warner Brothers Studio Tour. Und da war ein günstiges Hotel, das ja verkehrsgünstig gelegen ist dazu. Der Flug mit LOT hat mir sehr gut gefallen. Mein allererster Dreamliner, mit dem ich geflogen bin, ist doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das hat man der Business Class angemerkt. Also zum einen habe ich da, wie ich ja schon angemerkt habe, den einen oder anderen Designfehler live und in Farbe miterleben dürfen, Schrägstrich müssen. Insgesamt war die Business Class wirklich okay. Und was ich absolut loben muss, der Service war erstklassig. Immer aufmerksam, immer bereit, einem schnell noch was zu machen, was außer der Reihe. Man konnte auch die gesamte Nacht durch über, also Nacht, es war ein Tagsüberflug, aber wir haben ja alle geschlafen und hatten die Verdunklung dann auch an. Man konnte dann also jederzeit einen Tortilla warm gemacht bekommen, wenn man das wollte. Habe ich nachher auch dann irgendwann genutzt. Da kann ich mich also echt nicht beklagen. Ja, und jetzt könnt ihr euch freuen auf all das, was ich euch hier berichte. Also bin jetzt für heute ziemlich kaputt. Das ist auch klar nach so einer Anreise. Aber ich habe noch Neuigkeiten für euch im nächsten Video zu meinem Mietwagen. Was habe ich denn jetzt hier wirklich für ein Auto? Vielleicht hat der ein oder andere schon eine Idee. Ich habe ja eben nach vorne rausgefilmt. Dann könnte ja man vielleicht auf die Idee kommen, was das vielleicht für ein Fahrzeug ist. Und zum Handyempfang habe ich auch Neuigkeiten für euch, weil dieses Mal habe ich das erste Mal zum Thema Handyempfang und mobile Daten habe ich auch ein Update für euch. Denn dieses Mal ist es das erste Mal, oh, die Sonne steht schon richtig tief, dass ich mir in Deutschland bereits eine SIM-Karte besorgt habe. Und da werde ich euch dann auch über meine Erfahrungen, die ich jetzt damit gesammelt habe, dann berichten. Hat das jetzt funktioniert, hat das nicht funktioniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. 1.8 miles, then exit right. I will exit right. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr, wenn ihr abonniert. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.